Ein Wissenschaftler hat einen entscheidenden Code entschlüsselt. Es war ein Durchbruch in der modernen Kryptographie, der die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft erschütterte. Der Code, den der Wissenschaftler entschlüsselte, war der Schlüssel zu einer geheimen Technologie. In den letzten Jahren hatte es immer wieder Versuche gegeben, den Code zu knacken, doch keiner war erfolgreich. Als der Wissenschaftler den Code schließlich entschlüsselte, war er zunächst skeptisch und glaubte nicht, dass er die richtige Lösung gefunden hatte. Doch nach weiteren Tests überwand er seine Zweifel und erkannte, dass es sich um eine Entdeckung von historischer Bedeutung handelte. Der Code war in einer alten, fast vergessenen Sprache verfasst, die nur wenige Experten verstanden. Es stellte sich heraus, dass der Code Hinweise auf eine jahrtausendealte Zivilisation gab, die hochentwickelte Technologien besaß. Viele fragten sich, wie ein solcher Code überhaupt in der modernen Welt wiederentdeckt worden war. Der Wissenschaftler erklärte, dass er den Code durch Zufall gefunden habe, als er ein altes Manuskript untersuchte. Es war fast so, als ob es Schicksal gewesen sei, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt auf dieses Dokument gestoßen bin, sagte der Wissenschaftler. Viele bezweifelten, dass der Code wirklich so eine große Bedeutung hatte, aber nach der Entschlüsselung überzeugten die Beweise alle von seiner Wahrheit. Es war kaum vorstellbar, dass eine so alte Zivilisation so fortschrittliche Technologien entwickelt hatte, die weit über das hinausgingen, was wir heute wissen. Die Entdeckung warf viele Fragen auf, die führende Wissenschaftler nun zu beantworten versuchten. Es wurde gefragt, ob diese Zivilisation vielleicht auf andere Planeten gereist war und dort Spuren hinterlassen hatte. Während die Diskussionen über die Auswirkungen der Entdeckung immer intensiver wurden, entschloss sich der Wissenschaftler, seine Ergebnisse öffentlich zu machen. In einer Pressekonferenz erklärte er, dass der Code die Grundlage für eine Technologie dargestellt hatte, die in der Lage war, die Zeit zu beeinflussen. Diese Aussage rief viele Skeptiker auf den Plan, die bezweifelten, dass eine solche Technologie jemals existiert hatte. Einige behaupteten, der Wissenschaftler habe sich in seiner Interpretation des Codes geirrt und seine Forschung sei nur ein Missverständnis. Doch die Mehrheit der Forscher erkannte die Ergebnisse als bahnbrechend an und stellte die Bedeutung des Codes nie in Frage. Viele merkten an, dass es wohl kaum Zufall war, dass der Code Hinweise auf eine Technologie gab, die mit modernen Theorien über Zeitreisen übereinstimmte. Einige wiesen darauf hin, dass es in der Geschichte immer wieder Berichte über unerklärliche Phänomene gegeben hatte, die sich durch die Entdeckung des Codes nun in einem neuen Licht zeigten. Es war fast so, als ob die Vergangenheit uns noch immer etwas zu sagen hätte. Einige der bekanntesten Historiker beschäftigten sich mit der Entschlüsselung des Codes, um mehr über die verlorenen Zivilisationen zu erfahren. Dabei stellte sich heraus, dass der Code auf eine Verbindung zu alten Mythologien hinwies, die noch immer eine bedeutende Rolle in vielen Kulturen spielten. In den darauf folgenden Jahren versuchten viele Forscher, weitere Informationen aus dem Code zu extrahieren, aber nur wenige konnten neue Erkenntnisse gewinnen.
Indem sie den Code weiter untersuchten, entdeckten sie, dass er mit einigen der ältesten bekannten Schriften und Symbolen übereinstimmte. Dennoch konnten die Forscher nie genau sagen, ob der Code wirklich von der verlorenen Zivilisation stammte oder ob er eine viel jüngere Entstehung hatte. In den Jahren nach der Entdeckung des Codes begannen immer mehr Menschen, sich mit den geheimen Aspekten der Geschichte zu beschäftigen. Während die Wissenschaftler weiterhin an der Entschlüsselung arbeiteten, entwickelte sich auch die öffentliche Meinung weiter und viele begannen, an die Möglichkeit von Zeitreisen zu glauben. Die Entdeckung des Codes brachte viele neue Theorien hervor, die von einer geheimen, überlegenen Technologie aus der Vergangenheit sprachen. Sogar politische Kreise begannen, das Thema Zeitreisen und verlorene Zivilisationen ernsthaft zu diskutieren. In den Medien kursierten immer wieder Berichte über angebliche Zeitreisen, die von geheimen Regierungsprojekten ausgeführt worden sein sollten. Manche Leute behaupteten, dass es immer noch Orte auf der Welt gebe, an denen man durch die Zeit reisen könnte. Die Diskussionen um den Coin erinnerten viele an alte Legenden und Geschichten von Menschen, die angeblich in der Zeit gereist seien. Der Coin war jedoch so komplex, dass nur eine Handvoll Wissenschaftler wirklich in der Lage waren, ihn vollständig zu verstehen. Es stellte sich heraus, dass der Coin mehrere Schichten von Informationen beinhaltete, die mit den aktuellen wissenschaftlichen Theorien kaum in Einklang zu bringen waren. Es war, als ob der Code eine Art Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft bildete. Einige Forscher meinten, dass er ein Hinweis auf die Zukunft war, die wir noch nicht verstanden hatten. Andere waren überzeugt, dass der Code eine Botschaft aus der Vergangenheit darstellte, die uns vor einer drohenden Gefahr warnen wollte. Die verschiedenen Interpretationen führten zu hitzigen Debatten unter den Experten, die sich immer wieder über die Bedeutung des Codes stritten. Manchmal schien es, als ob jeder neue Entwurf der Entschlüsselung noch mehr Fragen aufwarf, als Antworten gab. Es war kaum zu fassen, dass dieser Code, der einst als unlösbar gegolten hatte, nun die Grundlage für so viele spekulative Theorien bildete. Während die Wissenschaftler versuchten, die Wahrheit hinter dem Code zu entdecken, machten sie eine weitere erstaunliche Entdeckung: Der Code war mit den alten Sumerern und ihrer Technologie verbunden. Es schien fast so, als ob der Code das Wissen der Sumerer in einer modernen Form bewahrt hatte. Indem sie weitere historische Texte untersuchten, fanden die Forscher Beweise dafür, dass die Sumerer möglicherweise die ersten waren, die eine Zeitreisetechnologie entwickelten. Die Entschlüsselung des Codes führte zu vielen Spekulationen, ob diese Technologie tatsächlich existiert habe oder ob sie nur eine Erfindung der Legenden sei. So oft wie die Forscher versuchten, eine klare Antwort zu finden, stießen sie immer wieder auf neue Rätsel, die sie weiter forschten. Es war eine Zeit des Umbruchs in der Wissenschaft, in der alte Wahrheiten in Frage gestellt und neue Konzepte entwickelt wurden. Die Ergebnisse der Entschlüsselung des Codes wurden inzwischen von Regierungen auf der ganzen Welt als hochbrisant eingestuft. Der Code selbst war so weitreichend, dass er die Grundlage für den Aufbau neuer, innovativer Technologien bildete.
Während viele davon ausgingen, dass der Code uns zu einer neuen Ära der Technologie führen würde, war es nicht sicher, ob die Menschheit bereit war, mit diesen Erkenntnissen umzugehen. Einige der führenden Wissenschaftler befürchteten, dass der Code missbraucht werden könnte, um gefährliche, unbeabsichtigte Konsequenzen zu erzeugen. Es gab sogar Stimmen, die behaupteten, dass der Code von einer überlegenen Zivilisation als Falle für uns hinterlassen worden sei. Trotz der Bedenken ging die Forschung jedoch weiter, und immer neue Entdeckungen machten das Geheimnis des Codes immer faszinierender. Die Entschlüsselung des Codes könnte ein Schlüssel zu einer anderen Dimension sein, so spekulierten einige der Forscher. Es war, als ob der Code die Menschheit auf eine Reise jenseits unserer gegenwärtigen Vorstellung von Raum und Zeit vorbereiten wollte. Der Wissenschaftler, der den Code entschlüsselt hatte, wurde mittlerweile als einer der größten Denker seiner Zeit angesehen. Doch trotz seines Erfolges blieb er bescheiden und sagte immer wieder, dass er nur ein kleines Puzzleteil in einem viel größeren Bild entdeckt habe. Die Welt war sich einig, dass die Entschlüsselung des Codes ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit gewesen war.